Dadurch, dass es mittlerweile sehr wenige Reparaturbetriebe für Nähmaschinen gibt, müssen viele Kunden ja ihre Maschinen in zentrale Werkstätten schicken. Kommt sicherlich auch durch den Onlinehandel, der ja mittlerweile immer stärker wächst. Also das heißt, man hat eigentlich gar keinen direkten Ansprechpartner mehr. Und wenn irgendwas mit der Maschine nicht funktioniert, dann wird es eingeschickt. Und ich höre das häufiger von Kunden, dass sie sagen, Mensch, ich habe meine Maschine jetzt schon zum dritten Mal eingeschickt und ich kriege die immer nur wieder und da heißt es, Maschine ist in Ordnung. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe darauf geachtet, sie ist komplett richtig eingefädelt, aber da gibt es eben unterschiedliche Dinge, die passieren. Bei dieser Maschine beispielsweise hat mir die Kundin berichtet, dass sie mitten im Nähen manchmal das hat, dass sie auf einmal komische Geräusche macht. Dann hat sie Riesenschlaufen auf der Unterseite und das reißt. Ich bin ihm jetzt mal auf die Schliche gegangen und das finde ich auch, das sollte man von einer vernünftigen Werkstatt erwarten können, dass man dann auch den Hinweis gibt, was man machen kann, was man besser machen kann, damit das in Zukunft eben nicht vorkommt. Hier scheint mir das große Problem zu sein, dass die Maschine, vielleicht ist sie nicht ganz so optimal konstruiert, jedenfalls die Maschine, dieser Fadenweg bzw. die Fadenführung, wo der Faden hier lang läuft, beim schnellen Nähen neigt es dazu, dass das aus diesen Spannungsscheiben, da sind so zwei Scheiben, wo der Faden zwischen liegt, dass der da sozusagen nach oben rausgedrückt wird, rausrutscht. Und dann liegt er nur noch oben auf dem Rand und hat keine Spannung mehr, keine Gegenspannung mehr. Und das führt dann dazu, dass es unten Riesenschlaufen gibt. Also ich versuche das mal zu erläutern. Wir haben ja hier diesen Faden und hier zwischen ist eine Spannung eingebaut. Also nennt sich Spannung, das sind zwei Metallscheiben. Da gibt es eine Feder, die diese beiden Scheiben zusammendrückt. Und der Faden, der muss praktisch hier zwischen liegen und wird durch das Zusammendrücken der Scheiben reguliert. Bei dieser Maschine ist das halt so, dass der Faden während des Nähens anscheinend, wie soll ich das zeigen? Ich versuche das mal eben, nicht mehr zwischen den Scheiben liegt, sondern oben drauf. Also praktisch, als wenn ich ihn hier oben auf die Finger legen würde. So. Dadurch wird er nicht reguliert und es gibt keine Gegenspannung und es gibt dadurch eben riesen Schlaufen auf der Unterseite. Bei dieser Maschine kann man das versuchen zu verhindern, indem man der normale Fadenweg wäre ja eigentlich, dass ich den Faden eben hier hinten reinlege, so. Aber hat man jetzt ein Garn, was vielleicht auch noch recht schlaufig ist, die Billiggarne neigen ja auch teilweise dazu, so zu verdrillen, dass man dann solche Stellen hier hat, das passiert jetzt bei diesem Garn nicht so gut, weil es eben ein hochwertiges Garn ist. Man kann mehrere Dinge machen. Man kann hier beispielsweise versuchen, ein Netz rüber zu machen. Es gibt so Garnnetze, wie sie auch bei Overlockmaschinen verwendet werden. Und wichtig ist eben, man muss versuchen, dem Faden hier ein bisschen mehr Vorspannung zu geben, dass er hier nicht so rausrutschen kann. Das erreicht man eventuell, indem man hier zum Beispiel ein Stückchen Schaumstoff mit reindrückt, wenn man sowas liegen hat. Hier könnte man auch Folgendes machen. Ich kann den Faden rausnehmen. Ich lege den hier einmal um dieses Blechteil rum und dann erst in diese Spannung rein. Also hier kann man versuchen, dass der Faden hinter dieser Führung praktisch liegt und dass ich den dann hier oben, hier ist ja die eigentliche Vorspannung für den Spuler, dass ich ihn da oben praktisch einmal rumlege, so, und dann erst hier in die Führung reinlege. Ups. So. Jetzt hat er durch diese Vorspannung ein bisschen mehr Spannung auch in diesem Bereich und kann dann nicht mehr rausrutschen. Und tatsächlich ist es so, dass beim Nähen das relativ locker langgezogen wird. Man braucht da keine Angst haben, dass es deswegen irgendwie verheddert oder hängen bleibt. Das zieht normalerweise so durch. Es sei denn, es ist ein sehr knotiges Garn, dann kann es tatsächlich passieren. Das ist nur mal ein Beispiel dafür, was man unternehmen kann oder was man machen kann. Setzt natürlich entweder ein bisschen Kenntnisse oder dass man sich mit der Materie beschäftigt voraus. Leider wird das immer weniger. Es gibt auch, also wir haben hier zum Beispiel in über 10 Jahren nicht einmal eine Anfrage von einem Auszubildenden gehabt, ob der hier eine Mechanikerlehre anfangen kann, geschweige denn für den Verkauf. Auch da ist bei uns tatsächlich noch nie eine Bewerbung eingegangen. Lediglich für ein Praktikum gab es in 10 Jahren eine einzige Bewerbung. Das wird leider, glaube ich, in den nächsten Jahren immer schlimmer werden. Es wird immer weniger solche Fachbetriebe geben und man muss eben versuchen, durch Videos, die wir jetzt zum Beispiel machen, sich seine Kenntnisse ein bisschen aufzufrischen und sich solche Dinge angucken, um dann ein bisschen was zu lernen sozusagen, damit man eben auch, wenn die Maschine mal ein bisschen hängt, weiterkommt. Ich selbst mache das ja jetzt schon seit 1980. Ich habe 1980 bis 1983 Nähmaschinenmechaniker, damals bei Pfaff in Hamburg, gelernt. Ich habe zusätzlich
ein bisschen Unterstützung durch meinen Schwager, der sein Geschäft in Itzehoe schon aufgegeben hat. Der ist also frühzeitig in Rente gegangen, möchte aber noch ein bisschen arbeiten. Er ist also Nähmaschinenmechaniker Meister, der Norbert Strauch. Und da bekomme ich eben oft noch Unterstützung, was mir auch bei einigen Maschinen, wir haben zum Beispiel früher die Yuki im Programm gehabt oder vielleicht zukünftig auch nochmal Babylog. Da hat er auch diese ganzen Zertifikate, diese ganzen Schulungen mitgemacht. Das hilft dann eben auch manchmal, wenn man am Anfang so dasteht, wie ist das bei der und der Maschine jetzt nochmal, was muss ich da machen, damit ich da am schnellsten hinkomme. Weil es gibt heute Maschinen, die sind so verkleidet, da ist schon alleine das Öffnen der Gehäuse teilweise eine Schwierigkeit, weil man will ja auch keine Haltenasen abbrechen oder so. Und es gibt so viele Maschinen am Markt, das ist also wirklich enorm. Ich bin der Meinung, wir haben in dem Bereich tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt kaum Betriebe, die über so langen Zeitraum sich Kenntnisse über Nähmaschinen angeeignet haben oder eben auch die entsprechende Ausbildung haben. Leider wird immer mehr der Verkauf also es gibt Betriebe, die haben tatsächlich keine Mechaniker, keine Werkstätten. Das heißt, die verkaufen zwar, aber die Maschinen, die sie dann wieder zurückkriegen oder die repariert werden müssen, die werden einfach nur gesammelt und an irgendeine so eine zentrale Werkstatt geschickt. Das heißt, die Verkäufer haben eben oft zwar dann entsprechend Wissen, wie ich die Maschine soweit bediene, aber was darüber hinausgeht, wenn jetzt irgendwie mal eine Kleinigkeit defekt ist, dann hängt es eben oft schon. Und wir wollen gerne, dass das nicht alles, wie soll ich sagen, verloren geht, weil auch ich werde ja irgendwann in Rente gehen. Und es ist eigentlich schade, so, dass dieses Fachwissen und so alles verloren geht. Deswegen wollen wir in Zukunft eben ein bisschen weitere YouTube-Videos erstellen, wo eben Teil dieser Kenntnisse vermittelt werden können, damit man eben sich dann in solchen Momenten, wenn es irgendwie hakt, weiterhelfen kann. Also folgt uns da gerne auf YouTube oder auch, wir haben ja, sind ja verschiedenen Kanälen, Instagram, Facebook, TikTok. Teilt es gerne mit Leuten oder Freunden, die sich auch für das Nähen interessieren, denn damit unterstützt ihr praktisch die Community und die Bestrebungen, die wir hier haben, tatsächlich euch was zu vermitteln, was sozusagen für die Nachwelt, dieses Wissen für die Nachwelt hinterlassen. Je mehr davon wissen, umso mehr wird der Kanal aufgerufen oder unsere Videos angesehen, was uns dann eben auch entsprechend das Feedback gibt, dass sich das lohnt, das weiterzumachen, weil keiner macht gerne irgendwie ein Video produzieren, wo dann nur 3 Leute sich das angucken oder sowas. Also das heißt, wir freuen uns über all die Zuschauer oder über all die Leute, die da folgen. Es muss sich ja für uns auch irgendwie lohnen, weil wir stecken da viel Zeit, diverse Stunden rein. Da könnten wir in der Zeit vielleicht lieber Reparaturen machen oder anderes. Aber wenn wir das Gefühl haben, es kommt an, es wird genutzt, dann macht es ja auch Freude und dann machen wir das auch gerne. Also, bis demnächst.